Das klingt sehr lecker. Ich setze mal lieber die Maske auf. Und raus da. Oh. Das Ding, was sie in der Hand hat, habe ich auch schon mal gefunden. Sehr unterwürfig. Mhm. Ach, das ist dieser Raum. Da war die Küche. Okay. Hier haben wir das. Verschlossen. Verschlossen. Nach 1 mittlerweile. Oh. Da ist eine Tür offen in den Keller. Ich will eigentlich... Nee. Na komm. Zieh mal kräftig dran. Danke. Ich muss hier noch reinpassen. Mhm. Finde Amanda. Ja. Eindeutig dort lang. Bianchi Winery. Okay. Ist aber nix, ne? Nee. Ach, hier sind wir. Da, wo es angefangen hat. Ist doch hier, oder? Bin mir unsicher. Zumindest ist es auch der Keller. Aber der Wein ist weg. Was that him? No, I think I'm going crazy. Eigentlich ist er tot. Aber er ist in einer anderen Welt gestorben, also ich würde mal nicht so sicher gehen. Also sicher sein, meine ich. Alles verschlossen. Ja, hier ist eine Rohrleitung. Da ist sie. Ich möchte aber hier vorne auch noch mal gucken. Verschlossen. Da ist wieder dieses Schächtelchen. Amanda. Oh nee, oder? How on earth? Why can't you just fucking die? Just let go! This is the end, Jonathan. The end that I now understand. Kill me. But let Amanda go, please. You still don't understand anything and live in fear like an animal. But that's all right. You also shall know the end of this story. You just need time. Cut the bullshit. End it all. That is the plan.
I came to say goodbye. I'm leaving. Forever. But I am leaving my idea in this world. It is eternal. Ideas are always eternal. What the fuck? Irre ist gar kein Ausdruck, oder? Ach, ich habe die Maske gar nicht mehr. Das ist der Dolch vom Anfang. Ach, da ist jetzt offen. Dann ist da bestimmt der Schlüssel drin. Oh, ist eine ganz hübsche Lampe. Nee, ich muss erst ein Stück drehen. Und dann so und so. Tja. Amanda, it's all right now. Everything's okay now. Come on, let's leave this place behind. The baby? What happened to the baby? I don't know what to say. Died, Amanda. I'm sorry. It's my fault. Amanda, come on, please. We need to run. Let's get this over with. It's It's my not your fault. fault. It's him. It's all him. It's not how you think it is. Nothing is. No, come on, babe. Forget all this crazy shit. It's over. I love you. Do you get it? We still have each other. You can't. Jonathan, I've done terrible things. He made you. You know that. No. Jonathan, I enjoyed it. I wanted it. I wanted all You're of acting it. crazy. Please, I beg you. Let's just go. I wanted it so much. I enjoyed it so much. Nothing else mattered. Leave me. Leave me alone. All that. It's what I wanted. Oh, God. Listen, you're pretty convincing. But let's talk about this when we leave this damn place. Right now, know one thing. I love you, and nothing will change that. I went through another fucking dimension to stand before you now and tell you that. Let this not be wasted. Let everything we've been through not be wasted. We're close. Just a little more. Baby, what are you doing? Candles. Those fucking candles everywhere. It's time to give it a truly romantic setting. One this place deserves. Genau, brennt es nieder. Zwei Jahre später. Begrüße, Amanda. Mhm. Ah, ihr Bild ist fertig. She finished the painting and hung it up. I like it. Es hat jetzt Farbe. Ja, aber auch nicht. Es ist eigentlich das gleiche Bild, nur dass das davor in Schwarz-Weiß getränkt war. Okay. Wir gucken uns nochmal frech um. Was haben wir hier? Motion. Mhm. Okay. Sehr viel ist hier nicht.
Bad ist sie auch nicht. Klodeckel ist oben. Weil männlich. Naja, oder Vampir. Weil kein Spiegelbild. Lol. Die Packung mit den Pillen ist weg, aber der Deckel liegt noch da. Und das 2 Jahre später. Ein bisschen umgeräumt haben sie, weil wenn ich mich recht erinnere, stand das da oben. Das finde ich gut, weil 2 Jahre später, da sollte nicht alles gleich liegen. Okay, der Medikamenten-Dings-Deckel, haben sie wahrscheinlich einfach vergessen. Würde ich mal von ausgehen. Ah ja. Ah, Mr. und Mrs. Tassen sind das. Okay. Ich gehe mal von aus, sie ist oben. Geschlossen. Ah, hier ist auch alles aufgeräumt und sauber. Da merkt man gleich den weiblichen Touch. Der Kühlschrank ist leer. Das ist jetzt nicht unbedingt der weibliche Touch. Aber es ist immerhin kein Dreck drin. Also das ganze vergammelte Zeug vom letzten Mal. Na gut, wir gehen mal hoch. Amanda. I'm coming. Hier ist sie nicht. Ah. Ich würde sagen, sie liegt auf dieser Seite. Das ist eine Kombination aus einem Buttplug und einem Dildo? Okay. Auch andere Klamotten. Okay, da haben sie sich wenigstens in den Details Mühe gegeben. Viele andere hätten das Haus einfach so gelassen, wie es war. Hätten nur den Müll beseitigt. Da sind Briefe drin oder sowas. Naja, gut. Da sind Texturen drin. Ein bisschen schräg sieht das schon aus. Oh. Ich bin nicht sicher, ob ich das gutheißen kann. Ich habe die Idee mitgenommen. Kerzen. Da muss ich doch glatt hier auch nochmal reinschauen. Okay. Die ist auf jeden Fall hübsch. Wir haben denn jetzt doch ein Kind bekommen? Echt jetzt? Copy-Paste-Bild in einem und demselben Zimmer? Das hätte man besser lösen können. Da kann ich nicht reingucken, da auch nicht. Na du? Sleep, sweetie. Hat ganz schön Farbe, der Kleine. Sieht ein bisschen... Weiß nicht, sieht aus wie ein Kupferbaby. Also aus wirklich Kupfer. Ja gut, die Bilder haben sich nicht verändert. Das ist mein gutes Arbeitszimmer. Fehlt da nicht eins? So da oder so? Okay, ich habe offensichtlich neue Sachen gestaltet in der Zeit. Okay, das ist identisch. Hier ist wieder die tolle Lampe. Auf dem Laptop kann ich nicht schauen. Hier ist auch nichts. Ne. Dann wohl hier.
Amanda? Wo bist du? Ist Amanda wieder so eine, die erst zu sehen ist, wenn ich 1 Meter dran bin? Nee, im Bett ist sie nicht. Hier steht sie wohl auch nicht rum. Jetzt muss ich sie finden. Sitzt sie auf der Couch? I'm starting to get used to these power cuts. Okay. Ich habe sie auf jeden Fall nicht gefunden. Die gute Dame. Wo ist der Generator? Bleibt eigentlich nur eine Tür übrig. Die geschlossen war. Das war oben, ne? Ne, es war nicht oben. Eine Tür war verschlossen. Oh, und die ist jetzt spontan offen. Oh. Sie ist gegangen. Wetten? Einladung. Lieber Jonathan, ich hoffe, dass du genauso wie ich unser erstes Date kaum erwarten kannst. Mach dir keine Sorgen, ich werde mich um alles kümmern. Du musst nur über den Pfad der Liebe schreiten. Vor uns steht ein romantischer Abend. Amanda Moon. Is she joking? Oh. Oh, bitte sag nicht, dass sie das so hart mitgenommen hat. Oh nein. Oh nein, ich sehe es doch schon. Die Idee ist unsterblich. Willard was right. Let's fuck. Und damit sind wir auch schon am Ende angekommen. Tja, jetzt wird's umfangreich. Also klar, es ist ein Low-Budget-Spiel. Wir fangen positiv an. An sich hat mir die Geschichte so an sich gefallen. Sie war relativ simpel gehalten, auf jeden Fall. Also der Tiefgang war so lala. Aber was mir gefallen hat, ist halt der Mix aus diesem Erotikkult und dieser, naja, Welt des Lusts quasi, also diese andere Welt. Das fand ich eigentlich ganz cool und da gehen dann auch schon die Negativpunkte los. Denn die Entwickler hätten sich sparen sollen, diese Dawn Edition zu erstellen. Es fehlt so viel, was genau das unterstützt. Dadurch, dass sie das halt quasi, ich sag's mal übertrieben, kinderfreundlich gemacht haben. Das ist ein bisschen schade. Muss ich tatsächlich sagen. Ich denke mal, sonst hätten sie es auch gar nicht auf die PlayStation bringen können. Ich weiß, dass es einen Nachfolger gibt. Der heißt, glaube ich, Lust from Beyond. Keine Ahnung, wie der ist und alles drum und dran. Den gibt es aber auf jeden Fall auf PlayStation nicht. Da kann es natürlich sein, dass sie es gecheckt haben und es sich dann gespart haben, da wirklich eine Freigabe zu bekommen, weil es macht keinen Sinn. Es macht echt keinen Sinn. Das nimmt so viel raus. Aber ansonsten für, sagen wir mal, ein Low-Budget-Spiel war es gut. Es sah an sich gut aus. Klar, die Animationen waren jetzt nicht so der Hit. Ja, das ist verständlich. Aber das Feuerhaar hat Kickstarter unterstützt. Das klingt schon mal nett. Ach stimmt, das können die Kickstarter gewesen sein, oder?
die da immer auf den Bildern hinten drauf standen und sowas und auf der Einladungsliste. Das könnte tatsächlich sein. Das ist dann natürlich auch ganz nett. Na gut, ja, ansonsten war es eigentlich gut gemacht. Also für Low Budget war es eigentlich ganz cool. Wie gesagt, ein bisschen mehr Tiefgang und dann halt noch ein bisschen Entwicklung, wenn sie ein bisschen Geld eingespielt haben, so allgemein. Und dann könnten die auch Gutes machen, also richtig Gutes. Ja, auch die Kreaturen haben mir soweit gefallen, die Skulpturen und auch diese Lustwelt war schräg genug, definitiv. Fand ich ganz cool. Auch das mit den Masken war eigentlich ein ganz interessantes Feature. Ja, auch die Details haben mir gefallen, wie jetzt zum Schluss im Haus, dass das Haus tatsächlich nochmal überarbeitet wurde, um quasi auch festzusetzen, dass das halt 2 Jahre später ist. Da stehen halt ein paar Sachen anders und sind aufgeräumter, der Detailgrad war cool. Auch, dass die Tatsache, wo ich da mit der Maske drinne war und nicht auffällig sein sollte, dass selbst sich Dinge anzuschauen dafür gesorgt hat, dass es auffällig war. Das fand ich eigentlich auch ziemlich cool. Also in der Hinsicht, Potenzial ist viel. Nur echt die Dawn Edition hätten sie sich sparen sollen. Lieber das volle Programm. Lieber hätte ich da wirklich jedes Video auf 18 plus setzen müssen. Dafür hätte ich halt das volle Erlebnis gehabt. Denn es dürfte ja eigentlich kein Problem sein. Es ist ein Videospiel. Und es hat das nun mal zum Thema. Es ist ja nicht so, dass es... Und es wird ja auch nicht gezielt quasi übertrieben in der Richtung. Selbst wenn da überall alle Körperteile zu sehen sind und wie sie es miteinander treiben. Das läuft ja quasi parallel mit. Es wird ja nicht so hart fokussiert. Ja, mehr kann ich dazu nicht sagen. Also für die paar Euro, die ich dann jetzt im Sale einfach mal mitgenommen habe, um zu gucken, wie es ist, weil es ganz interessant aussah, ist es eigentlich vollkommen okay. Kann ich mich nicht beschweren. Dann, ja, empfehlen kann ich es in dem Fall auf jeden Fall, aber wenn, dann würde ich empfehlen, holt es euch auf PC und achtet darauf, dass es nicht die Dawn Edition ist, sondern die grundlegende. Das würde ich dann schon sagen. Ja, und insgesamt, dafür, dass es von 2018 ist, was ja mittlerweile 6 Jahre sind, sah es auch gut aus, grafisch gesehen. Na gut. Dann würde ich mal sagen, ich danke vielmals fürs Zuschauen, dabei sein bei diesem Let's Play. Und wir sehen uns auf jeden Fall in einem anderen Let's Play wieder, würde ich mal so sagen. Und hoffen und drum bitten und macht das gefälligst. Sonst kriegt ihr eine Leine um den Hals und die Peitsche auf den Hintern. Und dann, ja, sehen wir uns wieder, hören uns wieder, was auch immer. Dann nochmal vielen Dank. Bis dann und ciao, ciao.
Harriet Yelverton slowly slipped into madness, she talked about the land of eternal ecstasy, which she saw in her dreams, and about the essence, energy binding alien worlds. Harriet's husband, Milton Yelverton, taken by the stories of Lustgar, would write down the contents of her visions. His notes contained mysterious symbols and plans of an unknown construction. Harriet died giving birth to Milton's son, Benedict Yelverton. Depressed after his wife's death, Milton committed suicide. When Benedict grew up, he inherited the entire Yelverton fortune, as well as his father's notes. The land described in them began to fascinate him. Benedict found out that in order for the conjunction of Lustgar and our world to happen, a building would have to be erected, one of a structure mirroring a building from the land of eternal ecstasy. Working off his father's notes, he commissioned the construction of a huge mansion in the state of Pennsylvania. The final condition for the two worlds' connection was sacrificing a child born of a seeing, a person whose mind has always been connected to Lustgar. Benedict knew that he was the child of a seeing himself, but he wasn't going to sacrifice himself. He wanted to enter Lustgar as a hero, not an offering. He decided to find a person possessing a gift similar to his mother's. He organized a group which began searching. The association, taken by the information about the world of Lustgar, soon transformed into the Cult of Ecstasy. The search for a seeing, however, did not bring results. The members of the Cult of Ecstasy discovered that Benedict himself could be the ritual offering. Benedict grew to despise the cult, believing it to be a bunch of rich degenerates. To not allow the conjunction of Lustgar and our world, Benedict committed suicide. That way he foiled the attempt at sacrificing him. A few months later, a boy was born, the child of Benedict and a servant working in the mansion. Willard Yelverton despised his mother from a very early age. As a teenager, he killed her and joined the Cult of Ecstasy. After a relatively short time, he became its leader. Willard resumed the search. In an old Yelverton house in a secret locker, he found letters written by his grandmother, Harriet Yelverton, and her lover. He discovered that Harriet had a child out of wedlock. Willard traced the bastard's genealogy and reached Amanda Moon. He began following her. Even a brief encounter was enough for Willard to feel her aura. It turned out Amanda had inherited the gift of seeing the essence from Harriet. Doreen Austerlitz, professor of psychology and philosophy, well known for her various controversial, pseudoscientific publications, becomes acquainted with Benedict Yelverton to investigate the subject of his mother's madness. Doreen has already encountered similar cases working on her book. She investigated them with fascination, and a striking number of similarities between the visions occurring in various unconnected people has brought her attention to the topic of other dimensions, including the land of Lustgar. The journal of Milton Yelverton, Benedict's father, turned out to be true treasure for her, containing numerous descriptions and even figures regarding Lustgar. Doreen wrote down her knowledge in her work titled Nature of Universes. Milton Yelverton's journal contained varied information regarding opening the gates of Lustgar, the land of eternal ecstasy. Benedict wanted to make the conjunction happen, believing it to be his father's wish. For the gates of Lustgar to open, a child had to be sacrificed, a child of a seeing, a person sensitive to the energy emanating of Lustgar. Doreen Austerlitz, for years having searched for any information about other dimensions, began to see a chance to experience true happiness and be released from the shackles of humanity. She decided to help Benedict in the search for a seeing. For that purpose, Doreen used her various contacts, including those from the academia. Doreen Austerlitz passes the attained knowledge on to people who joined the search for the seeing. Soon the association, along with Benedict, begins the preparation for the ritual of transcendence. Numerous meetings, during which Doreen shared the fascinating knowledge of Lustgar with the guests, soon began to attract people from the world of business and politics. Afraid of unnecessary growth of the association, Doreen grew reluctant to accept new members, making the group more elite. It was then that the association finally assumed the name Cult of Ecstasy.
Not able to bear the weight for otherworldly pleasure, the members performed more and more promiscuous orgies. One of the Ascended, Lassie, found that the visions written down in Milton Yelverton's journal came from Benedict's mother, and if she was a seeing, that meant that the child supposed to be offered to Lustga can be Benedict himself. Ever since the association reformed into the Cult of Ecstasy, Benedict stopped attending the meetings, leaving control to Doreen Austerlitz, who quickly named herself the cult's guru. Doreen ordered Lassie to capture Benedict and bring him to her. Benedict, however, foresaw this turn of events. To prevent being offered as a sacrifice, he committed suicide. Several years later, Doreen Austerlitz discovered that she was terminally ill. She knew that she would have to leave, and the mission would probably not end within her lifetime. Doreen saw no proper successor among the members of the Cult of Ecstasy. Using her psychological knowledge, she set a young boy raised in the mansion, Willard Yelverton, against his mother. Manipulating the child, she did everything she could to make him a sociopath set only on one goal: opening the gates of Lustga. Doreen Austerlitz died with a smile on her face. She knew that Willard Yelverton, the monster she had created, would complete her work and lead the Cult of Ecstasy to its destiny. Beings of Lustga discovered a way to modify their minds and bodies to great extent. Their god king, Ialva Brark, decided to perform a series of obligatory operations aimed at transforming every creature of Lustga into creatures crawling in eternal ecstasy. He believed it to be the only way of experiencing eternal happiness. Zadorithes, along with his Castle of the Omniscient, rebelled against the God King's decision. A war broke out, and the Castle of the Omniscient lost. Ialva Brark did not, however, destroy Zadorithes. Instead, he changed him into an enthralled, a creature that feels nothing, and its only purpose is to serve the changed and give them pleasure. Soon, many more shared the tragic fate of Zadorithes. The remaining members of the Castle of the Omniscient and its many followers also became the enthralled. The God King Ialva Brark introduced his plan. Forced mutation of creatures took place throughout the entire land. The entities born of this are the changed. Their purpose is receiving sexual pleasure from the enthralled and devouring their used-up bodies. Ialva Brark also performed the transformation on himself. The change, however, was not total. He left a fraction of his old self to allow rational thought. That way he would experience less pleasure than the changed, but would retain his free will, which had not been animalized. Right after this transmutation, Ialva Brark named himself the Lustful God. Ages later, when any remains of the former intellectual civilization of Lustga are almost gone under wild overgrowth, the last submissive die out. Deprived of their toys and food, the changed, for the first time in centuries, cease to feel satisfaction. In order to lengthen the life of Lustga, the Lustful God strengthens the essence of his world so that it is felt throughout other dimensions. In the energy beginning to embrace other dimensions, he shows visions full of instructions for opening gates to Lustga. The Lustful God aims to attain new submissive this way, so that they may feel the satisfaction of the changed. We don't have much time. The ritual is our best chance.